Hallo und willkommen bei Let's Tea Talk. Heute geht es zum Wulishan, einem Gebirge, das zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt worden ist und im Norden der chinesischen Provinz Fujian liegt. Wulishan ist berühmt für den einzigartigen aromatischen, dunkel gerösteten Oolong-Tee Yancha oder übersetzt Felsentee genannt. Teekonnoisseure schätzen am Yancha Yangu Huaxiang, was übersetzt Gesteinsknochen und Blumenduft heißt. Yangu bezieht sich auf das volle Mundgefühl, das sich wie geschmolzene Steine im positiven Sinn im Mund anfühlt. Huaxiang beschreibt das Blumenduftaroma. Yangu Huaxiang gelangt durch das einzigartige Wulishan-Terroir und die dunkle Röstung in die Teeschale. Der beste Yancha wird mit Teeblättern aus Teesträuchern gemacht, die zwischen Felsen, die zum Teil schmale Schluchten bilden, wachsen. Das Regenwasser rieselt an den steilen Felsen entlang und löst Mineralien, die den Teesträuchern unter den Felsen zugutekommen. Außerdem wird direktes Sonnenlicht in den Schluchten so abgelenkt, dass größtenteils nur indirektes Licht auf die Teeblätter kommt, wodurch feinerer Tee entsteht. Ende April bis Mitte Mai werden die Teeblätter für Yancha gepflückt. Die Teepflücker müssen gut zu Fuß und trittfest sein, um zu den vereinzelt kultivierten Teegärten zu kommen. Auf dem langen Weg von bis zu 3 Stunden kann es sehr steil und rutschig werden. Aber dafür werden sie mit einem schönen Panorama als Arbeitsumgebung belohnt. Wow, das sind aber mal Teesträucher. Für Yancha werden reife Teeblätter gepflückt, und zwar mit Stiel zwischen 3 und 4 Blätter. Die fertig gepflückten Teeblätter werden in Körbe geladen und von Trägern zu den umgebenden Teedörfern zur Verarbeitung gebracht. Die Träger stemmen bis zu 75 Kilogramm auf ihren Schultern. Hier werden die Teeblätter zum Welken unter freiem Himmel bei niedriger Sonnenintensität ausgebreitet.
Damit die Teeblätter nicht zu heiß werden, werden die Teeblätter nach einiger Zeit eingesammelt und in Räumlichkeiten auf Bambustabletts weitergewelkt. Wir haben in einem Teedorf eine Teemacherin kennengelernt, die uns netterweise in ihre neu errichtete Teeproduktionsstätte führt. Wir sind gerade genau zum richtigen Zeitpunkt da, um den nächsten Schritt nach dem Welken zu sehen, dem Schütteln. Die Teeblätter werden in dieser Produktionsstätte in Schütteltrommeln befördert. Traditionell werden die Teeblätter per Hand auf einem Bambustablett zum Tanzen gebracht, aber heutzutage bedienen sich viele Teeproduzenten der neuen Technik. In der Trommel werden die Teeblätter gewälzt. Wie Kleidung in einem Trockner prallen die Teeblätter aufeinander und reiben gegeneinander. Durch dieses Reiben werden die Zellwände in den Teeblättern aufgebrochen, was bewirkt, dass Oxidation gefördert wird. Außerdem werden die Feuchtigkeit und die Nährstoffe aus den Blattstängeln in die Teeblätter transportiert. Von dort wird die Feuchtigkeit weiter an die Umgebung abgegeben. Der ganze Raum riecht wunderbar nach frischen Blättern. Die Teeblätter werden nun abwechselnd geschüttelt und in Ruhe gelassen. Der Teemacher wird die ganze Nacht nicht schlafen. Er wird immer wieder prüfen, ob der Tee geschüttelt oder geruht werden muss. Sobald der Teemacher mit dem Oxidationsgrad der Teeblätter zufrieden ist, transferiert er die Teeblätter in eine beheizte Trommel, die Sha Qing betreibt. Bei diesem Schritt werden die Teeblätter so weit erhitzt, bis ein Großteil der Enzyme, die für die Oxidation zuständig sind, abgetötet werden. Als nächstes werden die Teeblätter gerollt und geformt. Teeöle legen sich um die Teeblätter und werden von uns später beim Aufbrühen in einer tollen Aromavielfalt mehrschichtig wahrgenommen. Yancha wird durch das Rollen in eine länglich verdrehte Form gebracht. Die fertig gerollten Teeblätter sind noch recht feucht und werden im folgenden Schritt getrocknet. Dies kann mit so einem Bandtrockner erfolgen. Nun beginnt die mühsame und über mehrere Monate andauernde Arbeit der Entstängelung und Sortierung der Teeblätter. Die Stängel haben ihren Zweck nämlich während der Verarbeitung erfüllt und werden nun entfernt. Altes gelbes Blattgut wird ebenfalls aussortiert. Ende August bereiten sich die Teemacher für den letzten Schritt der Yancha-Verarbeitung vor, dem Rösten. Yancha ist bekannt und wird geliebt für seinen kräftigen Röstgrad. Der charakteristische Yancha-Geschmack wird durch das langsame und wiederholte Rösten über heiße Holzkohleasche erreicht. Aber um diesen Vorgang zu sehen, müssen wir ein anderes Mal wieder zum Wuishan reisen. Heute beenden wir unsere Reise mit einer Teeverkostung und einigen weiteren Eindrücken vom Wuishan. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Let's Tea Talk. Tschüss! 不是你现在能调吗？我跟你现在体格上肯定是不行了。哎呦，这老爷子，比如说这老人。